Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Zobeltier Finanzkanal, und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht auch sofort los. Was ist das heutige Thema? Heute spreche ich über Dividenden und Dividendenkürzungen. Ja, tatsächlich gibt es auch Situationen, wo Dividendenkürzungen auftreten können, und ich erkläre euch, wie ist meine Strategie, wie gehe ich damit um und an welchem Fall, an welchem Beispiel werde ich euch das jetzt gleich zeigen. Das ist das Unternehmen Lumen Technologies. Lumen Technologies hat also am 2. November die Quartalszahlen verkündet, und der Markt hat auch sofort reagiert, nämlich um 10% mit einem Kursverlust. Folgendes ist passiert: Lumen Technologies hat eben die Gewinnerwartungen und Umsatzprognosen nicht erfüllt bzw. verfehlt. Und ihr seht das hier, ich habe hier eine Information auf der Seite investing.com aufgerufen, und dort sieht man also so ein bisschen das Zahlenwerk. Ich bin hier auf die Seite von Aktienfinder.net gegangen, um euch mal zu zeigen, was Lumen Technologies hier so macht. Was ist Lumen Technologies und warum mache ich dieses Video? Bleibt dran, ich erkläre es euch sofort, und es geht auch schon los. Und zwar hat Lumen Technologies die Dividende für das Quartal 2022 Q4 ausgesetzt und wird keine Dividende auszahlen. Hier auf die Seite von Aktienfinder.net gegangen, um euch mal zu zeigen, was Lumen Technologies hier so macht. Lumen Technologies ist also ein Hersteller, ein Anbieter, besser gesagt, für Festnetz, Mobilfunk, Kabel, Sprache, Rechenzentren und so weiter und so fort. Das für den Consumer-Bereich, aber auch für den B2B, für den Geschäftskundenbereich. Das Unternehmen wurde 1930 gegründet. Die nächste Dividendenzahlung wäre also am circa 10. oder 11. Dezember 2022 gewesen, und sie fällt nun aus. Ich bin ein Dividendeninvestor, also ich schaue nach Aktien, die gute, nachhaltige Dividenden zahlen, und Lumen Technologies ist also ein Unternehmen, das seit circa 2021 in meinem Depot sich befindet und hat also momentan eine Dividendenrendite, ihr seht es hier, von circa 16,89%, und das liegt natürlich daran, dass der Aktienkurs entsprechend den letzten Wochen schon und auch insbesondere nach der Verkündigung der Quartalszahlen am 3. November stark gesunken ist. Wo ist meine Hauptquelle jetzt gewesen? Wenn ihr auf die Seite seekingalpha.com geht und dort mal das Börsenkürzel LUMN für Lumen Technologies eingebt, dann könnt ihr die Überblicksseite erhalten und geht einfach mal auf News, und hier seht ihr schon, Lumen Technologies ist um 10% gefallen. In diesem Kommentar, es gibt auch Analysen und verschiedene Richtungen. Eine davon werde ich jetzt kurz rauspicken und von Adam Levine Weinberg, dem Analysten, hier euch kurz zusammenfassen, also hier euch erklären. Der Autor Adam Levine Weinberg, hier ein Cashflow, ein Analyst, der Autor Adam Levine Weinberg hat hier einen sehr guten Artikel geschrieben, der also sagt: Lumen stock a great buy, but not for the 15% dividend. Und das war vor dem 2. November, also als ob er schon geahnt hätte, dass im 4. Quartal die Dividende gestrichen wird, hatte er hier schon bestimmte Risiken in seinem Artikel analysiert. So, den Artikel habe ich hier, also Lumen stock a great buy, but not for the 15% dividend. Am 9. Oktober waren es also noch
circa 15%. Das war so vor dem Abfall des Tageskurses am 2. und 3. November. Ja, was ist so die Quintessenz dieses Artikels? Ich fasse es mal kurz für euch zusammen. Erstens, was vielleicht positiv zu nennen ist, die Lumen Technologies hat in diesem Jahr 2 Veräußerungen gemacht, nämlich einmal das lateinamerikanische Geschäft an die Firma, an das Unternehmen Stonepeak verkauft und es wurde eine sogenannte ILEC-Geschäftsbereich an Apollo verkauft, ein weiteres Unternehmen, und diese 2 Veräußerungen bringen ungefähr 8 Milliarden US-Dollar und das Positive daran ist, dass also Lumen Technologies diese Veräußerung zum Schuldenabbau verwenden wird. Es gibt aber auch Faktoren des Risikos, nämlich ist jetzt das Unternehmen zwar günstig bewertet, der Aktienkurs liegt ja momentan bei ca. 5 bis 6 US-Dollar, respektive Euro in diesem Bereich, aber der Analyst Levine hofft auf einen Rebound, also dass dieser Kurs sich entsprechend von 6, 7 US-Dollar vervielfacht wieder, verdoppelt vielleicht auf, so wie er vorher war, auf 12 US-Dollar. Der Autor nennt hier 2 Hauptrisiken. Einmal ist es, dass Lumen Technologies durch die Rezession und potenziell höhere Steuerverbindlichkeiten einen niedrigeren Cashflow dann generiert. Und der zweite Punkt ist, dass es also zu einem höheren Wettbewerb kommt zwischen dem Hochgeschwindigkeitsinternet von verschiedenen Wettbewerbern und dadurch durch diesen Preiskampf einfach die Marge dann auch sinkt. Marktanteile von Lumen und auch durch einen Preiskampf der Umsatz schrumpfen könnte. Diese Risiken bestehen natürlich immer und weiterhin, aber könnten sich eben im Jahr 2023 verstärken. Er sagt hier, im Jahr 2024 könnte es also sein, dass auch wieder die Margen besser werden und entsprechend mehr Gewinne unter dem Strich herauskommen. Wo das geplante und höhere Investitionen zu höheren Steuerverbindlichkeiten führen und also der freie Cashflow sich dadurch reduziert und die Rezession, also eine längere Rezession in den USA könnte also diese Auswirkungen noch verstärken und Lumen dazu zwingen, seine Investitionspläne aufzugeben. Das lange Rede, kurzer Sinn bedeutet, dass also die Investitionskraft von Lumen Technologies sinken könnte. Ja, schaut euch einfach mal diesen Artikel an. Ich finde ihn ganz interessant und auch die Schlussfolgerung daraus kann zu einer Investitionsentscheidung beitragen. Auch eine Marktreaktion passiert. Ich gehe mal in den Dividendenchart. Ich bin hier auf der Börse Frankfurt.de in den Chart der Lumen Technologies gegangen und das ist der Kurs am 1. November gewesen. Hier am 1. November war die Aktie 7,62 €. Hier auf der rechten Seite sieht man das und ist dann innerhalb eines Tages abgestürzt am 3. November nach der Bekanntgabe, dass die Dividende ausfällt, ich glaube sogar 10 bis 15% in der Tiefe, hat sich dann auch wieder leicht erholt. Ich gehe mal auf den 3-Monats-Chart hier von Lumen Technologies. Man sieht aber, es ist ein intakter Abwärtstrend erkennbar in diesem kurzen Zeitraum. Und eigentlich auch schon seit etlicher Zeit ist die Aktie in einem Abwärtskanal. Aber das war jetzt hier am 2. bzw. 3. November das All-Time-Low. Es gab also einen Tiefstand seit vielen Jahren und sehr langer Zeit. Interessanten Artikel. Wenn ihr also auf die Investor Relation Seite von Lumen
Technologies geht, dann könnt ihr euch den Quartalsbericht selbst anschauen, nämlich hier für Q3. Ich habe den mal vorbereitet und für die Analyse genau angeguckt. Die Zahlen sind einfach schlecht, das ist einfach so, da kann man nicht drum herum reden. Und die wichtige Nachricht eigentlich ist nämlich diese hier, dass man im Quartal 4, wie schon gesagt, die Dividende also aussetzt und nicht weiter bezahlen wird. Es gibt also einen Wechsel in der Führungsetage. Der bisherige CEO Jeff Storey wird abtreten und sich stabilisieren und besser werden und entsprechend der Kursverlauf wieder nach oben geht. So, ich zeige euch nun meine Strategie. Also die Lumen Technologies Aktien werde ich also erstmal halten und prüfen, ob es mit der Dividende im nächsten Q1 2023 weitergeht, ob also wieder eine Dividende ausgeschüttet wird. Die Aktien halten und prüfen, ob Nachkäufe sinnvoll sind. Das sind sie aber nur, wenn die Umsätze und Gewinn nachhaltig verbessert werden kann. Und wenn das beides also nicht der Fall ist, dann muss ich überlegen, eine Art Rebalancing, also sprich andere Investitionen zu bevorzugen und vielleicht sogar Aktien der Lumen Technologies zu verkaufen. Etage. Der bisherige CEO Jeff Storey wird abtreten und ist aus Altersgründen wahrscheinlich bei Lumen Technologies ausgeschieden und scheidet aus dem Unternehmen aus, und die Nachfolge tritt also Kate Johnson an, die neue CEO bei Lumen Technologies sein wird. Und mit diesem Wechsel tritt also auch der Strategiewechsel ein, eine Dividende auszusetzen und ein Aktienrückkaufprogramm in Kraft zu treten zu lassen. Authorized on up to $1 billion 2-year share purchase program. Das heißt also nichts anderes, in den nächsten 2 Jahren werden 1,5 Milliarden US-Dollar investiert für ein Aktienrückkaufprogramm der Lumen Technologies. Aktienrückkäufe haben bestimmte Vor- und Nachteile. Ein kleiner oder bekannter Vorteil ist, der Gewinn der Aktie steigt und es wird also eine Kurssteigerung vermutlich geben. Die Kapitalmärkte begrüßen eigentlich die Aktienrückkäufe meistens, werden positiv bewertet, weil es also zeigt, dass das eigene Unternehmen Vertrauen in die Zukunft hat. Es gibt aber eben auch Nachteile. Man fragt sich, wenn das öfters eben durchgeführt wird, von Management Aktienrückkäufe durchzuführen, gibt es denn sonst keine strategischen anderen Pläne, und auch das Geld, was eben für die Rückkäufe aus dem Unternehmen quasi verbraucht wird, herausfließt, steht nicht für neue Investitionen in der Zukunft zur Verfügung. Das ist also ein klarer Nachteil. Jetzt bewerten wir es erstmal als positiv und ich würde sagen, ja, es ist eine interessante Richtungsentscheidung für Lumen Technologies. Also, was ist eure Strategie? Habt ihr auch das mitbekommen, dass Lumen Technologies die Dividende im Quartal 4 aussetzt? Wollt ihr eure Aktien weiter behalten? Schreibt es mal einfach bitte unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Und ich habe also meine Lumen Technologies Aktien bei Trade Republic. Und wenn ihr dort auch ein Depot aufmachen wollt, dann könnt ihr diesen Link benutzen. Insgesamt habe ich von Lumen Technologies bisher 340,54 € bekommen. Ihr seht es hier unten auf der linken Seite. Und es ist jetzt einfach erstmal in diesem Jahr Schluss damit. Affiliate late. Das ist ein Affiliate-Link für Trade Republic. Ich bekomme die Unterstützung dieses Kanals und kann meine Arbeit weiter fortführen. Und ich freue mich bis bald zum nächsten Video. Lasst mir ein Like und einen Daumen hoch da und wir sehen uns, hören uns bald. Ciao, ciao.